Heute wieder zu einem neuen künstlichen Planetenvideo von der Space Engine. Wir haben heute einen kalten Planeten mit gelbem Wasser rausgesucht. Und da seht ihr diesen Planeten auch schon vorbeifliegen und ganz hinten seht ihr sogar einen Jupiter-ähnlichen riesigen Planeten. Und hier sogar wieder mal ein Doppelsternsystem, wie beim letzten Mal. Wir hatten da auch ein Doppelsternsystem. Hier ist es aber allerdings etwas anders. Ein Stern ist heller und einer ist ziemlich dunkel sogar. Wir werden es gleich nochmal in der Nähe sehen, wenn wir uns auf dem Planeten dann befinden. So, und dann wünsche ich euch auch gleich viel Spaß. Hier seht ihr das gelbe Wasser und das Wasser kann ja auch eine unterschiedliche Farbe haben, je nachdem welcher Teil des Lichts, welcher Farbteil des Lichts absorbiert wird. Aber es kann auch andere Gründe haben, warum das Wasser eine andere Farbe hat, zum Beispiel Gestein, Sand, Schlamm, Sandböden oder vielleicht sogar Korallen oder sowas in der Richtung. So, hier haben wir nochmal eine höhere Ansicht des Planeten auf der Oberfläche. Dieser künstliche Planet hat eine Temperatur vom Programm ausgerechnet minus 35 Grad. Rein von der Temperatur her und abgesehen von den anderen chemischen Stoffen könnte es hier also durchaus Leben geben, Vorstufen von Leben. Ja, und bei minus 35 Grad, wenn wir hier als Menschen drauf leben würden, muss man sich natürlich warm einpacken. Es wäre, glaube ich, schon möglich. Zum Beispiel könnte man auch in Höhlen leben. Wenn zum Beispiel auch der Kern Wärme abgibt, dann könnte man zum Beispiel in tiefere Höhlenregionen vordringen und da bestimmt auch überleben. Hier im Hintergrund auch nochmal der Nachbarplanet und die 2 Sterne. Dann nochmal, falls es Blitze gibt, Donner und Regen. Und hier auch nochmal das Wasser, das schimmert richtig golden, wenn die Sterne mit ihrem Licht drauf scheinen. Aber nochmal zurück zu den Höhlen. Beim Mars zum Beispiel, wenn wir zu diesem roten Planeten fliegen würden und diesen auch kolonialisieren würden, dann ist es so, durch die kosmische Hintergrundstrahlung müssten wir uns sogar auch Höhlen suchen, weil wir einfach nicht gegen die kosmische Hintergrundstrahlung geschützt sind, beziehungsweise wir können uns auch nicht mit irgendeiner Technik davor schützen. Zumindest aktuell nicht, die Forschungen laufen hier aber noch weiter. Hier sieht man auch nochmal das schöne goldene Wasser und da auch nochmal den Nachbarplaneten, der ist richtig groß. Das ist für Gasplaneten natürlich üblich, dass die da ziemlich groß sind, eine hohe Gravitation aufweisen. Dann sage ich gleich auch nochmal was zu den Sternen. Hier nochmal ein kleines Unwetter. Das Interessante bei diesem Planeten ist, er kreist nicht um die Doppelsterne, sondern er kreist um diesen Gasplaneten, um diesen riesengroßen Planeten, Nachbarplaneten. Also ganz anders wie unsere Erde, die ja in elliptischer Bahn um unsere Sonne sich dreht, dreht sich dieser Planet hier eben um diesen großen Planeten. Außerdem haben wir hier sehr, sehr große Vulkane. Ich würde fast deuten, dass die etwas größer sind als auf der Erde. Hier nochmal die Zeitrafferfunktion der Sterne. Die kreisen um sich selber. Man sieht hier schon, dass der Planet sich nicht um die Sterne kreisen. Das hat man jetzt eben ganz gut gesehen. Wie gesagt, er kreist um diesen gelben Planeten, der da im Hintergrund ist. Und die leuchtenden Punkte, die neben diesem Gasplaneten sind, das sind keine Sterne, sondern das sind die Monde des Gasplaneten, die von den Sternen angescheint werden, also nicht verwechseln. Es gibt also eine Seite auf dem Planeten, da scheint nur einmal ganz kurz der ganz schwach scheinende Stern und er erhält diese eine Seite nur ganz kurz, aber es reicht nicht, um wirklich so zu sehen wie jetzt hier in diesem Bild. Ganz hell ist es hier und es ist aber auch nur ein Stern, der so hell leuchtet. Der andere ist relativ schwach und sehr, sehr dunkel. Das hat man auch in den vorigen Videos gesehen. Also wirklich wieder ein ganz interessanter Planet, wieder mit ganz neuen Bedingungen und man stellt sich nur vor, wie die Erde sich entwickeln würde, wenn sie auch ähnliche oder einfach ganz andere Bedingungen gehabt hätte. In diesem Sinne sage ich euch jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, genießt die Zeit auf der Erde und bis zum nächsten Mal.